Heute bei Juliana Matthäus stricken wir unseren The Stella Scarf. Es ist das perfekte DIY-Projekt für die kalte Jahreszeit, denn der Schalkragen ist dank Wolle mit Alpaka-Anteil kuschelweich. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- oder DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Der The Stella Scarf, den wir heute machen, ist gleichzeitig richtig trendig als auch super praktisch. Geht gleichzeitig nicht, habe ich vorher auch gedacht, aber durch diesen coolen Reißverschluss mit dem hohen Kragen liegt er einfach super im Trend, ist hochmodern und diese angestrickten Schalenden machen es einfach so kuschelig und weich und dazu natürlich das perfekte Material, denn es ist ein schöner weicher Mix aus Schurwolle und einem Alpaka-Anteil und damit einfach super für jeden kalten Tag, wo man es einfach richtig kuschelig haben will. Egal ob einfarbig oder mehrfarbig, jede Variante hat was für sich. Ich mache heute hier in diesem Video die Variante Tea and Biscuits und ja, ich freue mich schon mega drauf. Der The Stella Scarf gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrungen oder zusätzliche Materialien braucht, um euch selbst coole Pieces zu schaffen. Denn wie immer zeige ich euch hier Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, im kleinsten Detail und super easy erklärt, bis der fertige Schalkragen entsteht. Also macht bitte direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr die Juliana Matthäus DIY Modebox für den The Stella Scarf schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr bereits alles, was ihr braucht, da in der perfekten Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, und bevor es losgeht, lasst uns doch mal gemeinsam in die DIY-Modebox schauen. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit zum Beispiel Informationen zur Pflege, dann unsere Wolle und zwar mit Schurwolle und einem schönen Alpaka-Anteil, deswegen ganz weich, Stricknadeln in der richtigen Dicke, hochwertiges Nähgarn, eine Stopfnadel, eine Nähnadel, unser Juliana Matthäus Designed by Us Made by You Stoffetikett und das bekannte Goldlabel. Ja, damit lässt sich was anfangen, oder? Wenn ihr eine mehrfarbige Variante gewählt habt, dann nutzt jetzt hier bitte einen der hellen Töne. Ich fange hier mit dem hellsten Ton meines cremefarbenen Schals an. Ansonsten, wenn ihr aber nur gleichfarbige Knäuel habt, ist es natürlich ganz egal. Ja, ich nehme mir das eine Ende, mache mir hier eine Schlaufe. Ihr seht, von links nach rechts läuft es jetzt oben drüber. Lege mir meinen Garn hier einmal hinter und ziehe dann das, was hier unten ist, einmal nach oben durch, aber nicht ganz, sondern ich behalte einfach die Schlaufe in der Hand und ziehe dann an den beiden Enden einmal fest. Das ist jetzt unsere Schlaufe, mit der wir beginnen, der sogenannte Rutschknoten. Damit beginnt man die meisten Strickprojekte. Dann können wir uns auch schon unsere eine Stricknadel dazu holen. Die sind übrigens super schön, weil die ganz glatt sind, aus so einem ganz schön hochwertigen Holz. Und ja, über das eine Ende, hier unsere Spitze, stecke ich jetzt meinen Knoten. Und zwar so, dass die kurze Seite vorne hängt. Ich kann jetzt hier einmal an der hinteren Seite ziehen, sodass mein Knoten hier enger wird und einfach genauso dick ist, wie meine Nadel dick ist. Aber zieht einfach nicht zu fest, der sollte sich noch leicht bewegen lassen. Als nächstes möchten wir jetzt so viele Maschen aufnehmen, wie es auf eurem Spickzettel steht. Schaut da bitte einmal bei Schritt 1. Und dazu nehmen wir uns einmal unsere zweite Nadel, stechen hier einmal von vorne nach hinten durch die Schlaufe, die wir hier gerade auf die linke Nadel geschoben haben, wickeln dann unseren langen Faden hier einmal von hinten nach vorne, von links nach rechts um unsere hintere Nadel, halten das Garn hier ein bisschen fest, legen auch hier links mal unseren Finger drauf und ziehen jetzt die Schlaufe, die wir gerade gebildet haben, von unten nach oben und von hinten nach vorne einmal hier durch. Ziehen die Nadeln auseinander, gehen jetzt mit der linken Nadel hier von unten nach oben und links nach rechts in die Schlaufe, die auf der rechten Nadel sitzt und heben die Schlaufe einfach ab. Heißt, wir ziehen die rechte Nadel einfach raus. So haben wir jetzt schon 2 Schlaufen auf unserer linken Nadel. Ich ziehe auch an dem langen Garn her wieder etwas, dass meine Schlaufen klein sind und hier einfach auf meiner Nadel lose sitzen. Als nächstes machen wir das Ganze noch einmal, aber dieses Mal gehen wir nicht durch eine Schlaufe, sondern zwischen diese beiden Schlaufen. Also aufgepasst, ich gehe hier genau zwischendurch, von vorne nach hinten. Ihr seht es, ich bin nicht durch die Schlaufe, sondern zwischen den beiden. Lege dann wieder von hinten nach vorne, von links nach rechts, so einmal mein Garn hier rum, ziehe das einmal wieder hier nach vorne,
ziehe meine Nadeln auseinander und hebe dann links hier unter meine Schlaufe, gehe einfach rechts mit der Nadel raus, ziehe mir das Garn etwas fest und habe jetzt schon 3 Schlaufen auf meiner linken Nadel. Ich sage euch noch ein paar Mal mehr und das hat sich dann schon total gefestigt und ihr habt absolut verstanden, was ihr da eigentlich gerade macht. Hier haben wir jetzt schon 3 Maschen, wie ihr seht, und wir machen genauso weiter wie zuvor. Und zwar gehen wir diesmal mit unserer rechten Nadel zwischen die 2 rechten Maschen. Also genau hier durch, von vorne nach hinten, nicht durch eine Masche, sondern zwischen diese beiden Maschen wieder, wickeln dann wieder unsere Wolle hier von links nach rechts, nach vorne um die Nadel, ziehen uns diese Schlaufe und Masche nach vorne, ziehen wieder die Nadeln auseinander vorsichtig, heben dann wieder mit der linken Nadel hier unter die Schlaufe, gehen mit der rechten Nadel einfach raus und ziehen einmal etwas fest. Ja, perfekt. Ich hoffe, das klappt schon mal ganz gut. Alles, was wir jetzt die ganze Reihe über machen, ist genau das zu wiederholen. Wir gehen immer zwischen die beiden rechten Maschen, die wir zuvor gefertigt haben, mit unserer Nadel von vorne nach hinten, wickeln einmal unsere Wolle herum, ziehen die Schlaufe, unsere neue Masche nach vorne, heben sie einmal ab, gehen mit der rechten Nadel wieder raus, ziehen den Faden etwas fest und machen das jetzt genau so oft, wie es eben auf eurem Spickzettel steht. Ich mache das hier einfach noch ein paar Mal weiter und beschleunige gleich. Ich sage euch, es wiederholt sich genau das. Ihr müsst nichts anders machen und zwar genau so oft, bis ihr zählen könnt, dass ihr genau so viele Maschen auf eurer linken Nadel habt, wie es in eurer Anleitung steht. Ja, die erste Reihe ist übrigens ja was Besonderes. Diese Technik, die wir jetzt genauso benutzen, machen wir nur jetzt dieses eine Mal. Danach zeige ich euch, wie es weitergeht. Aber schaut mal, wie schön dieser Rand hier eigentlich wird. Genau so soll es weitergehen. Es sieht hier fast so ein bisschen geflochten aus und genau das ist, was wir wollen. Ja, und wenn ihr so dabei seid, dann zählt doch immer zwischendurch einmal eure Maschenanzahl, die hier auf eurer linken Nadel sitzen. Ich mache das jetzt auch gerade mal zwischendurch. Also jede Schlaufe, die hier auf der Nadel sitzt, wird einzeln gezählt. Und dann könnt ihr eben feststellen, ob ihr noch ein paar Maschen aufnehmen müsst oder ob ihr die Anzahl eures Spickzettels schon erreicht habt. Ich mache hier also noch ein wenig weiter, genauso wie ich es zuvor gemacht habe, nehme noch ein paar Maschen auf. Ja, und wenn ihr das dann geschafft habt, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Vorerst sollte das Ganze so aussehen, also ein richtig schöner Start und ich freue mich schon auf alles, was kommt. Die Maschen, die wir gerade aufgenommen haben, die sind für unsere erste Schalseite, also nicht für den Kragen, sondern eben für einen Teil des Schals. Und deswegen werden wir jetzt ein Stück im Rippmuster stricken. Dafür nehme ich die Nadel mit den Maschen in meine linke Hand, sodass die Spitze nach rechts zeigt. Gehe mit meiner rechten freien Nadel einmal hier unter meine Masche und zwar vor die andere Nadel von rechts nach links. Ziehe mir die einfach einmal ab, sodass die jetzt auf der rechten Nadel sitzt. Das machen wir so bei jeder Reihe. Immer die erste Masche ziehen wir einfach so ab. Das nennt man im Strickbereich eine Masche links abheben. Jetzt kommt das Rippmuster. Dafür stricken wir immer abwechselnd rechte und linke Maschen. Unseren langen Faden, der hier hängt, den wickeln wir einmal um unsere linke Hand und zwar so, dass immer der Faden abwechselnd über und unter die Finger läuft. Oben kommt er also von hinten nach vorne um meinen Zeigefinger und läuft dann immer abwechselnd so um meine Finger herum. Jetzt kann ich die Nadel festhalten, genauso sollte das aussehen. Und jetzt werde ich mit meiner rechten Nadel hier in meine Masche einstechen, die auf meiner linken Nadel ist. Und zwar von vorne nach hinten. Also ihr seht es durch die Masche. Dann angel ich mir hier einmal von hinten nach vorne den Faden, der um meinen Zeigefinger rumgeht. Kann den hier auch mit der rechten Hand etwas festhalten. Ziehe mir den einmal unterhalb meiner linken Nadel nach vorne durch. Die Masche, die hier auf meiner linken Nadel saß, ziehe ich einmal ab nach vorne, so dass die neue Masche, die wir gerade gefertigt haben, nur noch auf der rechten Nadel sitzt. Das, was wir gerade gemacht haben, war also eine rechte Masche und genau das gleiche machen wir jetzt noch einmal. Wir gehen wieder hier durch unsere Masche auf der linken Nadel, ziehen dann einmal die Wolle hier vorne um unsere rechte Nadel rum,
ziehen sie durch die Masche auf der linken Nadel nach vorne und heben einfach die Masche von der linken Nadel ab, sodass die neue Masche jetzt rechts sitzt. So, ich habe gesagt, immer abwechselnd rechts und links und so ist es auch. Wir machen immer 2 rechte und 2 linke Maschen. Linke funktionieren so. Wir legen dafür den Faden, den wir hier auf der linken Hand haben, einmal nach vorne und gehen dann von rechts nach links durch die Masche auf der linken Nadel. Dann wickeln wir das Garn einmal von rechts nach links, nach hinten, so wie ich es hier zeige, um die Nadel und ziehen dann einmal die Masche wieder ab. Ja, das war eine linke Masche. Genau die wiederholen wir nochmal. Wir gehen hier wieder von rechts nach links durch die linke Masche hier. Wickeln einmal von vorne nach hinten, rechts nach links den Faden hier um die Nadel, ziehen den durch die Masche, bilden damit eine neue Masche, heben diese Schlaufe einmal ab und haben jetzt inzwischen 2 rechte Maschen und 2 linke Maschen gebildet. Und genau das wiederholen wir. Was als nächstes folgt, sind also wieder 2 rechte Maschen. Das erkläre ich nochmal langsam. Diesmal gehe ich hier von links nach rechts durch meine Masche, die auf der linken Nadel sitzt, nach hinten durch. Wickel dann einmal hier vorne rüber, von links nach rechts, das Garn. Ziehe das nach vorne durch, hebe die Masche ab. Die befindet sich jetzt nur noch auf meiner rechten Nadel. Ziehe das hier auch ein bisschen fest und mache das gleiche nochmal. Ich gehe hier wieder durch, wickel das einmal rum. Ziehe das Ganze ab und bin dann schon wieder bereit für die linken Maschen. Dafür lege ich meinen Faden wieder nach vorne, also vor die linke Nadel, ganz, ganz wichtig. Und stricke dann wieder eine linke Masche. Ich steche hier ein von rechts nach links, wickel den Faden von vorne nach hinten so rum, ziehe den durch die Masche, hebe das Ganze ab und mache das Ganze wieder. Es soll wieder eine linke Masche werden, deswegen liegt der Faden wieder vorne. Ich gehe hier wieder von rechts nach links in meine nächste Masche, wickel hier den Faden wieder drumherum, ziehe ihn durch, heb die Masche ab und bin jetzt wieder bereit für eine rechte Masche. Dafür liegt der Faden, den ich mit der linken Hand halte, wieder hinten. Ja, und dann würde ich euch jetzt mal bitten, gerne das nochmal zu wiederholen, einfach nochmal ein Stück zurückzuspulen oder wenn ihr es schon gut verstanden habt und gut hinbekommen habt, dann einfach weiterzumachen. Die ganze Reihe bis zum Schluss. Kurz möchte ich euch aber noch erläutern, wie ihr erkennt, ob es eine rechte Masche ist, die ihr da gemacht habt oder eine linke, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Immer wenn so ein kleiner Querbalken über eure Masche liegt, dann ist es eine linke Masche. Und wenn ihr so ein kleines V seht, dann ist es eine rechte Masche. Guckt euch das mal genau an. Das hilft auf jeden Fall, wenn ihr es identifizieren könnt, wenn ihr nämlich mal abgelenkt wart und dann einfach auf euer Strickprojekt wieder guckt, dann wisst ihr genau, was zu tun ist. Ob ihr direkt eine linke oder eine rechte Masche als nächstes stricken müsst, das ist dann ganz klar. Ich mache jetzt also weiter und immer abwechselnd 2 rechte Maschen und dann wieder 2 linke Maschen und so weiter und so fort bis zum Ende. Und die letzte Masche wird dann noch einmal rechts gestrickt. Ihr seht, ich habe jetzt zum Beispiel noch 3 Maschen drauf. Die nächsten beiden muss ich auch noch rechts stricken, das mache ich nochmal kurz. Und eigentlich wäre dann ja eine linke dran, aber weil es eben die letzte ist und wir diesen bestimmten Abschluss brauchen, deshalb müssen wir auch hier nochmal eine rechte stricken. Also in diesem Fall sind jetzt einmal 3 rechte hintereinander und das ist auch genau richtig so. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt einfach meine linke Nadel rausgezogen, sodass jetzt alle meine Maschen, die wir gemacht haben, auf meiner rechten Nadel sitzen. Und wir haben ja jetzt die erste Reihe aufgenommen mit Maschen, die zweite immer 2 rechts, 2 links gestrickt. Und ja, wenn ihr das auch nochmal kontrollieren wollt, erkennt ihr das wie gesagt einmal an diesen Querbalken oder an den Vs. Hier sieht man es nochmal sehr gut, sind immer 2 abwechselnd. Und ja, genau das ergibt unser Rippmuster. Und ja, wie es mit der nächsten Reihe weitergeht, das zeige ich euch jetzt. Dafür nehmen wir einmal in unsere linke Hand die Nadel, die jetzt all unsere Wolle und unsere ganzen Maschen hat. Die wir gerade in der rechten Hand haben, wandert jetzt in die linke Hand. Ich ziehe mir meine Maschen dann so ein bisschen nach vorne, steche jetzt wieder mit der rechten Nadel ein, so wie wir es eben ganz am Anfang gemacht haben und hebe diese eine Masche einfach nur ab. Da habe ich nichts gestrickt, ich habe sie einfach nur nach rechts gehoben. Ich wickel den langen Faden wieder um meine linke Hand, so wie eben. Jetzt geht's weiter und wenn ihr euch euer Strickprojekt mal anschaut, dann müsstet ihr erkennen, dass ihr als nächstes da auf der Nadel 2 linke Maschen sitzen habt.
Und weil wir hier ein Rippmuster stricken möchten, ist es jetzt wichtig, dass auf diese 2 linken Maschen wieder 2 linke Maschen folgen. Das heißt, jetzt werden wir als nächstes 2 linke Maschen stricken. Dafür legen wir einfach wieder unseren Faden, den wir hier auf der linken Hand hier haben, einmal nach vorne vor die linke Nadel und stricken die 2 linken Maschen, so wie wir es zuvor in der letzten Reihe gemacht haben. Gehen hier durch, wickeln den Faden rum, ziehen sie nach rechts, heben die Masche ab, legen den Faden wieder nach vorne und machen das Ganze noch einmal. Auf die 2 linken Maschen, so wie eben, folgen jetzt 2 rechte Maschen und wenn ihr mal links guckt bei eurem Strickbild, dann seht ihr auch, dass dort 2 rechte Maschen das nächste sind, was ihr letztes Mal gemacht habt. Ja, es ist nämlich ganz wichtig, dass quasi immer diese Querbalken in jeder Reihe auf die Querbalken folgen und die Faust auf die Faust. Denn erst so entwickelt sich dieses kleine Ripp-Streifenmuster und das ist ja genau das, was wir für den Abschluss von unserem Schal und später auch für den Kragen möchten. Ich mache jetzt gerade wieder 2 linke Maschen, danach folgen wieder 2 rechte, dann wieder 2 linke und so weiter und so fort. Und genau so beenden wir auch diese Reihe. Die letzte Masche, die wir haben, wird wieder rechts gestrickt und dieses Mal wäre auch rechts genau da dran. Also viel Spaß beim Stricken von abwechselnd 2 linken und 2 rechten Maschen. Wenn die Reihe fertig ist, dann wandert eure Nadel mit den Maschen drauf wieder in die linke Hand und ihr macht genauso weiter. Diesmal geht die Reihe dann wieder mit 2 rechten Maschen los, danach folgen die linken. Und wichtig, die erste Masche wird immer abgehoben, die letzte wird immer rechts gestrickt. Ja, wenn ihr das eine ganze Weile gemacht habt, dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt das Rippenmuster ganz klar erkennen. Wir haben hier richtig zu sehen, die linken Maschen, das sind die, die so ein bisschen hinten liegen. Die rechten Maschen, das sind die, die vorne liegen. Und ihr seht hier auch immer, dass wir 2 Maschen nebeneinander im gleichen Muster gestrickt haben. Ja, so sollte das jetzt aussehen. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich mache damit jetzt insgesamt so viele Reihen, wie es auf eurem Spickzettel zu sehen ist. Ja, und da empfiehlt es sich auf jeden Fall immer zwischendurch mal nachzuzählen, denn auch wenn man probiert, beim Machen sich das zu merken, ist es dann doch irgendwie immer noch mal besser, man zählt nach. Und dafür zähle ich einfach jetzt in einer Reihe zum Beispiel alle rechten Maschen, die untereinander liegen, um zu wissen, wie viele ich denn schon habe und ob das genügt. Wenn es genügt, dann kann es weitergehen und zwar werden wir dann anschließend unseren Schal weiter stricken. Jetzt haben wir ja den unteren Bereich fertig und werden dann den restlichen Schal nur mit rechten Maschen stricken. Das wird super easy. Ich nehme hier die gleiche Haltung ein wie zuvor, habe also alles wieder auf der linken Hand, werde die erste Masche wie zuvor auch einfach wieder abheben, indem ich da von rechts nach links einsteche, die einmal runterziehe. Und die rechten Maschen, die ihr jetzt schon gelernt habt, machen wir jetzt nur noch. Das heißt, ich steche hier wieder nach hinten ein durch meine Masche, stricke sie rechts und lasse meinen Faden diesmal die ganze Zeit hinten laufen, wie für eben eine rechte Masche. Ich hole ihn gar nicht nach vorne für linke Maschen, sondern stricke einfach die ganze Zeit weiter und ihr werdet sehen, das geht noch viel schneller als das Rippstück unten eben. Und genau so machen wir jetzt weiter. Die ganze Reihe, die wir hier haben, die nächste, ist komplett mit rechten Maschen gemacht. Übrigens für jede Menge coole DIY-Mode-Inspiration, egal um welches Thema es geht, Nähen, Stricken, Sticken, Häkeln, Makramee, folgt uns doch auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal juliana-matthäus_official, denn da versorgen wir euch täglich mit neuen Updates, coolen Styling-Tipps und sehr viel mehr. So, dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Reihe. Wie gesagt, bis zur letzten Masche geht es hier um rechte Maschen, die wir hier fertigen. Deswegen mache ich da auch noch genauso mit weiter. Dann sind wieder alle Maschen auf meiner rechten Nadel und ich drehe das Ganze gleich wieder um. So, die nächste Reihe, die folgt, besteht komplett aus linken Maschen. Die könnt ihr ja auch schon. Alle diese Maschen, die jetzt wieder auf meiner diesmal jetzt linken Nadel sind, werden links gestrickt. Die erste wird wieder abgehoben und ganz wichtig, die letzte Masche wird wieder rechts gestrickt. Hier seht ihr gerade wieder, wie ich die erste Masche abhebe. So, dann ganz wichtig, wie immer bei den linken Maschen legen wir hier den Faden, den wir mit links halten, nach vorne, stechen dann vor der Nadel von rechts nach links in die Masche ein, wickeln den Faden von rechts nach links rum und ziehen die Masche durch, heben dann die Masche ab und machen dann genauso weiter. Wichtig also, dass der Faden jetzt die gesamte Zeit über vorne läuft und wir dann von vorne die Masche bilden. So, jetzt kommt noch die vorletzte Masche, auch die wird wieder links gestrickt und wichtig, die nächste dann also rechts.
Da ist es schon, die allerletzte. Dafür legen wir wieder den Faden nach hinten und stricken eine rechte Masche. Ja, perfekt. Und genau das, was wir jetzt hier gemacht haben, also erst eine komplette rechte Reihe gestrickt, dann eine komplette linke, ist das, was wir jetzt immer abwechselnd weitermachen. Denn dann sieht man, liegen hier auf einer Seite alle Quermaschen übereinander und auf der anderen Seite alle Vs. Und das ergibt ein ganz neues Maschenbild, nämlich den sogenannten Glattstich. Und das ist es, was wir jetzt die ganze Zeit machen möchten, so lange, wie es eben auf eurem kleinen Spickzettel steht. Bitte denkt nochmal dran, dass die erste Masche immer einfach abgehoben wird von rechts nach links und die letzte Masche immer rechts gestrickt wird, egal ob ihr gerade in der rechten oder in der linken Reihe unterwegs seid. Ja, los geht's! Als nächstes möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn euer Faden langsam zur Neige geht und ihr einen neuen Knäuel anbinden müsst. Ja, bei mir ist es jetzt hier der Fall. Ich habe ungefähr noch 15 cm hängen und ich lege mir das einmal ganz kurz hin und hole mir dann meinen nächsten Faden dazu. Ist ganz egal, ob das passiert am Ende einer Reihe oder hier wie bei mir mittendrin. Es ist immer der gleiche Ablauf. Ich nehme mir also mein Garn in der gleichen Farbe dazu. Lege jetzt beide Enden als erstes aufeinander. Genau so. Dann ist es hier bei mir so, dass ich gerade linke Maschen stricke. Wenn ihr gerade bei rechten seid, macht bitte rechts weiter. Ich halte hier meine Enden einmal fest, wickel dann den neuen Faden einmal so herum, dass ich eine neue linke Masche bilden kann. Ziehe das Ganze einmal ab. Wickel dann einmal hier meinen neuen langen Faden von dem Knäuel einmal wieder schön um meine Finger, wie zuvor auch. Wichtig ist, dass die hängenden beiden Enden auf unserer Seite sind, wo wir die linken Maschen sehen. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann geht es einfach weiter. Und zwar stricke ich dann ja die ganze Zeit mit dem neuen Knäuel. Ich zeige euch gleich nochmal kurz, wie wir das Ende hier sichern. Mache jetzt aber erstmal weiter hier. Stricke also weiter linke Maschen. Und das jetzt immer mit meinem neuen Faden. Das Ende, das kurze, das lassen wir da einfach erstmal hängen. So, wenn ihr dann ein paar Maschen gemacht habt oder auch die ganze Reihe beendet habt, dann können wir einmal diese beiden Enden, die wir da hängen haben, miteinander verknoten. Das kann einfach ein ganz normaler Doppelknoten sein. Die Enden lassen wir dann erstmal hängen und weben dann den Rest gleich später einmal ein, damit es schön versteckt ist und auch von innen hübsch aussieht. Aber das machen wir mit allen Enden, die wir dann hängen haben, ganz am Ende. Vorerst bleiben diese beiden also einfach mal hier hängen. Der Knoten sichert das Ganze und so kann nichts aufgehen. Ja, und dann strickt doch bitte jetzt weiter, so lange wie es auf eurem Spickzettel steht, immer abwechselnd rechte und linke Maschen rein, also ganze Reihen, nicht abwechselnd die einzelnen Stiche. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar, wenn das Ganze so aussieht, wie hier bei mir. Ihr seht, ich habe jede Menge Schal gestrickt. Wirkt jetzt erstmal ziemlich lang, wenn man es aber dann später umwickelt, dann merkt man, es ist gar nicht so lang. Und ja, um das Ganze hier zu beenden, möchten wir hier noch eine weitere Reihe hinzufügen, und zwar, indem wir das Ganze abstricken. Wie das geht und wie wir jetzt die Nadel hier wieder rausbekommen, ohne dass uns das ganze Teil ausribbelt, das zeige ich euch jetzt. Jede dieser ganzen Maschen, die wir hier gemacht haben, wird jetzt einzeln abgenommen. Dafür schiebe ich mir das Ganze wieder hier etwas weiter rechts zu meiner Spitze der Nadel und nehme mir einmal meine freie Stricknadel dazu. Wie zuvor lege ich auch hier wieder mein langes Knäuel und meinen Faden um meine linke Hand und beginne die Reihe hier mit einer rechten Masche. Ich hebe es also nicht nur ab, sondern gehe hier mit meiner Nadel durch, stricke eine rechte Masche und mache das Ganze noch ein zweites Mal. Ich habe jetzt also 2 rechte Maschen auf meiner rechten Nadel. Jetzt hebe ich mit meiner linken Nadel unter die rechte Masche, vor der rechten Nadel, und ziehe diese Masche einmal über die linke Masche, die daneben also, drüber und lasse sie einfach fallen. Genauso machen wir das die ganze Zeit. Ich mache jetzt wieder eine rechte Masche, brauche also immer 2 Maschen rechts, hebe dann die rechte Masche über meine linke Masche, vorsichtig, ohne dass die beide abrutschen. Gehe dann mit meiner linken Nadel also wieder raus und stricke die nächste rechte Masche. Dann hebe ich wieder die rechte Masche
über die nächste und mache die ganze Reihe so weiter. Irgendwann ist dann das Ende in Sicht. Ich mache hier noch die letzten Maschen. Jetzt habe ich nur noch eine einzige links auf meiner Nadel. Die stricke ich auch noch rechts, genau wie zuvor. Habe jetzt also eine Nadel schon frei. Hebe jetzt wie zuvor auch die rechte Masche über die linke. Habe dann nur noch eine letzte Masche auf meiner rechten Nadel. Und jetzt können wir schon mal kurz diesen wunderschönen Rand hier bestaunen und appreciaten. Sieht nämlich fast so ein bisschen geflochten aus und so soll es auch sein. Also richtig, richtig schön. Und ja, jetzt können wir einfach noch den letzten Schritt machen und zwar unsere letzte Masche hier einmal lösen. Wenn euer Garn, was da hängt, nur noch 10-15 cm lang ist, ist das schon gut, dann könnt ihr es so lassen. Ich werde meins hier aber noch ein kleines Stückchen kürzen. Schneide hier also auch so bei 10 cm ab. Zack, den Rest kann ich einmal zur Seite legen und kann jetzt einfach meine Nadel hier einmal gerade nach oben ziehen, sodass die Schlaufe einmal komplett durch sich selbst geht und gelöst wird. Und damit ist das Ganze dann erstmal fest und fertig. Ja, das war die erste Schalhälfte. Ich hoffe, das hat bei euch ganz gut geklappt und ihr seid nach ein paar Reihen schon richtig reingekommen. Ich finde, das Ganze sieht richtig schön aus. Also einmal die Kante, die wir gerade gemacht haben natürlich. Das Ende hier, das verweben wir dann noch am Ende, damit man das natürlich nicht sieht. Und generell die Fläche hier im Glattstich ist einfach auch super schön. Was man hier jetzt sieht, das sind die ganzen rechten Maschen. Von der anderen Seite würden es dann die linken sein. Bitte macht doch genau das Gleiche jetzt auch nochmal mit eurer anderen Schalseite und verstrickt genau so viele Knäuel, wie es auf eurem Spickzettel steht. Bei der mehrfarbigen Variante würdet ihr jetzt zum Beispiel die zweitdunkelste Farbe nehmen. Vom Ablauf und der Optik her ist es also genau das gleiche, wie wir es auch eben gemacht haben. Jetzt das Ganze noch einmal für unsere andere Schalseite. Wenn wir das gemacht haben, geht es an den Kragen. Dafür nehmen wir entweder die gleiche Farbe oder bei der mehrfarbigen Farbe unsere dunkelsten Knäule. Und dafür stricken wir jetzt einen ganzen Teil in diesem Rippmuster, was wir ja bei unserem Schal bei beiden Enden eben schon gemacht haben. Nur der Kragen besteht komplett daraus. Wir nehmen also jetzt so viele Maschen auf, genau wie am Anfang, wie es auf unserem Spickzettel steht und werden es so lange fortsetzen in so vielen Reihen, wie es dort ebenfalls steht. Das sollte dann in etwa so aussehen. Eine Reihe fehlt jetzt bei mir hier oben noch. Hier stricke ich wieder abwechselnd 2 rechte und 2 linke Maschen. Auch hier natürlich wieder hebe ich die erste Masche einfach immer ab und stricke die letzte rechts. Wenn das getan ist, dann geht es an die Abnahmereihe. Ihr merkt es schon, das meiste Gestrickte ist bald getan. Wenn euch der Stella Scarf Spaß gemacht hat, bis hierher, dann schaut doch gerne im Anschluss direkt auf unserer Website www.julianamathews.com vorbei und sucht euch direkt euer nächstes Näh-, Strick-, Stick-, Häkel-, Makramee-Projekt auf, wo auch immer ihr Lust habt. Das ist alles super easy und macht unendlich viel Spaß. Und wie cool wäre es, wenn ihr irgendwann eine komplette selbstgemachte Garderobe mit den coolsten Kleidungsstücken und Accessoires hättet. Und ja, das nächste, was wir tun, ist auch diese Reihe wieder abzunehmen, so wie wir es auch zuvor gemacht haben. Hier haben wir zwar im Rippmuster gestrickt, das ändert aber an unserer Abnahmereihe gar nichts. Wir machen das genau so wie eben. Stricken also immer wieder 2 rechte Maschen auf unsere rechte Nadel und heben dann die rechte Masche über die linke ab. Ja, ich bin jetzt fast bei der letzten Masche angekommen. Habe hier noch die letzten zu stricken und rüber zu heben. So, wenn ich die letzte habe, wie immer schneide ich jetzt so nach 10-15 cm meinen Knäuel ab. Ziehe einmal meine Stricknadel gerade nach oben, sodass sich die Schlaufe löst und bin fertig mit dem ganzen Stricken des Kragens. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben ein richtig schönes Rippmuster und zwar die ganze Zeit, der ganze Kragen besteht daraus. Es ist schön dehnbar, super schön weich sowieso. Genau wie alle anderen Schalteile, die wir jetzt gemacht haben, auch. Wir haben also einen Kragen und 2 lange Schalteile. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir diese alle einmal waschen und zwar genau wie es auf eurem Spickzettel beschrieben ist.
Wichtig ist, dass wir es anschließend einmal im Liegen trocknen. Macht gerne immer so die Ränder schön ausgebreitet mit Stecknadeln auf einem Handtuch oder einer Decke fest. Denn wir möchten nicht, dass sich die Ränder so wie jetzt gerade so einrollen, sondern schön glatt liegen. Und das erzeugen wir damit. Also bitte einmal alle Teile waschen und trocknen und erst dann kann es weitergehen. Ja, ich habe das jetzt gemacht und kann feststellen, dass alle Teile wirklich super schön glatt liegen. Jetzt nehmen wir uns einmal den Kragen vor und zwar so, dass unsere ganzen Enden, die wir haben, hier auf der oberen Seite liegen. Und dann falten wir ihn einmal der Längsseite nach um, sodass die Kanten hier oben schön aufeinander liegen. Das Strickmuster, unser Rippenmuster verläuft jetzt in die Richtung wie bei mir. Und diese Seite hier oben, wo wir die beiden Lagen jetzt schön aufeinander haben, die möchten wir jetzt einmal zusammennähen. Dafür nehmen wir uns einmal unsere Stopfnadel sowie unsere dunkle Wolle. Davon schneiden wir uns so ungefähr 1 Meter ab. Den brauchen wir jetzt, um diese Strecke zu schließen und fädeln das eine Ende in das Nadelöhr. Das klappt immer ganz gut, wenn man das Ende so ein bisschen mit den Nägeln zusammendrückt und dann durchschiebt. Ja, und dann lassen wir so ungefähr 10-15 cm auf der einen Seite hängen, die andere Seite ist die lange und können einfach anfangen zu nähen. Ja, dafür legen wir hier einmal beide Ecken aufeinander. So. Und nähen jetzt in einem Abstand von so ungefähr 0,5 cm zur Kante einmal von oben nach unten durch beide Lagen durch. Und dann immer wie so eine Schlangenlinie gehen wir ein Stück auf der Unterseite weiter, so einen halben Zentimeter. Dann kommen wir auf die Oberseite, gehen da einen halben Zentimeter weiter, gehen wieder auf die Unterseite und so weiter. Das Anfangsstück können wir hier einfach hängen lassen, das werden wir am Ende einfach vernähen. Ja, und wie gesagt, bin ich jetzt auf der Unterseite ein Stückchen weiter gegangen, gehe jetzt oben weiter, gehe nach unten und wieder nach oben. Ihr könnt es auch direkt so in einem durchmachen. Wichtig ist eben, dass ihr auf die andere Seite kommt und eben immer durch beide Lagen stecht und die so verbindet. Und ja, so machen wir das einfach zusammen und zwar die ganze Strecke lang. Es ist ganz einfach, geht auch ganz schnell. Achtet darauf, dass ihr das nicht zu fest zieht, sondern einfach auch so ein bisschen Flexibilität behaltet. Und dann geht es genauso weiter bis zum Ende dieser Strecke. Ich finde es übrigens beim Stricken, genauso wie bei unseren anderen DIY-Projekten auch, so befriedigend zu sehen, was man eigentlich für Fortschritte die ganze Zeit macht. Ich meine, man macht so aus dem Nichts einfach richtig coole Teile und das fühlt sich so gut an. Ja, wenn ich am Ende angekommen bin, ziehe ich einfach meine Nadel raus. Auch hier brauche ich jetzt aktuell nichts vernähen, das machen wir später. Haben jetzt einfach diese beiden Strecken hier verbunden und das ist der optimale Ausgangspunkt, um im nächsten Schritt unseren Reißverschluss einzunähen. Der wird nämlich in die hier kurze offene Seite eingenäht auf beiden Seiten, hier und hier. Und der hat genau die optimale Länge für das, was wir gerade gestrickt haben. Wir können das hier einmal so umklappen und uns schon den Kragen richtig vorstellen. Richtig cool. Und ja, lasst uns einmal den Reißverschluss dazu holen. Den habt ihr natürlich echt in der optimalen Länge und in super Qualität und auch genau passend zu eurer Farbe. Ich ziehe den jetzt einmal komplett auseinander, sodass ich 2 Teile habe. Und fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Ich lege mir also die beiden Öffnungen einmal zueinander. Stecke jetzt die beiden Fadenenden von eben einmal hier in die Öffnung. So, um die müssen wir uns dann nämlich schon mal nicht mehr kümmern. Und genau in diese Öffnung, also mittig einmal in unseren Schal, legen wir dann jetzt als erstes die eine Seite unseres Reißverschlusses und danach dann noch die andere. Ich fange hier mal mit der Seite mit dem Zipper an. Ich klappe mir hier oben den Stoff einmal um, so, dass man den nicht mehr sieht und der Reißverschluss mit dem letzten Zähnchen endet. Hole mir ein paar Stecknadeln dazu, lege den hier genau oben so rein, dass er genau oben anstößt an die Kante. Seitlich ist er so angeordnet, dass genau die Zähnchen plus so 2 mm noch rausgucken aus unserem Kragen und dort stecke ich mir jetzt ein paar Stecknadeln. Die sollte immer jeweils durch alle 3 Lagen gehen, also von Strick oben, von Reißverschluss und nochmal Strickteil unten. Und ja, den setze ich mir jetzt einmal komplett so ein, dass er unten natürlich genau da endet, wo die Öffnung endet und ansonsten auch genau gleichmäßig hier drin liegt. Und ja, also ich denke, so 4 Stecknadeln dürften ungefähr genügen. Die steche ich mir hier noch einmal durch. Dann vielleicht noch einmal hier in der Mitte.
So, und dann ist die eine Seite schon mal gesichert. Genau, hier möchten wir jetzt gleich einmal nähen und das machen wir ganz ähnlich wie gerade. Also es sollte auch kein großes Problem darstellen. Die andere Seite können wir jetzt genauso befestigen. Wichtig ist jetzt ja, dass unser Zipper hier oben liegt und auch wir die richtige Seite von unserem anderen Reißverschlussteil da liegen haben. Dafür testen wir einmal, wie er hineingeht. So, wichtig ist, dass man ihn dabei ganz nach unten drückt, bis zum Anschlag. Und so wäre es auf jeden Fall die richtige Seite. Deswegen klappen wir auch hier wieder oben einmal den Stoff nach hinten um, verstecken dann den seitlichen Stoff einmal komplett in unserem Kragen und stecken einmal den Reißverschluss von oben bis unten einmal mit so 4 Stecknadeln fest. So sieht das jetzt aus. Die Stecknadeln sieht man kaum, aber trotzdem müssen wir es noch festnähen, denn wir möchten ja nichts Pieksiges am Hals haben. Dann nehmen wir uns einmal unseren Nähgarn, wickeln so ungefähr eine gute Armlänge davon ab und eine normale Nähnadel, also die feinere Nadel als die, die wir eben benutzt haben. So, hier setze ich auch meinen Schnitt. Zack, kann jetzt das Fadenende in meine Nähnadel einfädeln. Ihr könnt das Ende dafür, wenn ihr mögt, leicht befeuchten, geht dann ein bisschen einfacher. So. In diesem Fall hier ziehe ich jetzt beide Enden gleich lang und mache in beide Fädenenden zusammen einen Knoten. Wie ihr das macht, ist ganz egal. Ich mache das hier mit meiner ganz besonderen Knotentechnik. Es geht ganz, ganz schnell. Zeige ich euch in einem separaten Video nochmal. Aber macht da einfach einen Doppelknoten rein und schneidet den Faden danach einfach ab. Ja, dann sind wir perfekt vorbereitet und los kann's gehen. Wir fangen einfach mit der einen Seite an, mit welcher ist egal. Ich nehme hier die jetzt ohne Nupsi und steche einmal von unten nach oben, soweit es rechts geht. Probiert es ruhig mal durch diesen Plastikteil unten. Sollte mit der Spitznadel funktionieren. Ja, da steche ich einmal durch. Gehe dann so 2 mm weiter wieder nach unten. Ziehe da einmal durch. Gehe dann ein paar Millimeter weiter wieder nach oben. Ein paar Millimeter weiter wieder nach unten. Und ihr seht, auch hier mache ich wie so eine Art Schlangenlinie oder doppeltes U oder umgekehrtes U. Es ist nur ganz wichtig, dass es relativ dicht beieinander ist, denn wir möchten ja nicht, dass der Reißverschluss uns mal rausreißt. Deswegen je mehr Stiche, desto besser und desto fester. Und ja, da arbeiten wir uns einmal von ganz rechts nach ganz links vor. Am Ende vernähen wir den Faden, da zeige ich euch gleich noch wie. Immer wenn ihr zu einer Stecknadel kommt, dann nehmt die doch bitte noch raus, verstaut die einmal gut und näht dann einmal komplett weiter. Ja, wenn wir dann hier angekommen sind, dann zieht einmal die Nadel ruhig auf die untere Seite, näht dann einmal auf der Stelle einfach durch so ein kleines Stückchen Wolle und zieht eure Nadel durch die hier entstandene Schlaufe. Macht das Ganze noch einmal, näht auf der Stelle, zieht die Nadel durch die Schlaufe und schneidet kurz hinter dem Vernähen euren Faden einmal ab. Ja, perfekt. Damit ist die eine Seite komplett fertig eingenäht. Fühlt gerne nochmal nach, ob ihr auch keine Stecknadeln vergessen habt rauszuziehen. Und dann kann es genauso weitergehen mit der anderen Seite. Achtet auch bitte wieder drauf, dass ihr einige Stiche macht, damit der Reißverschluss schön fest drin sitzt. Ja, hier wird einmal von der einen Kante bis zur anderen genäht. Wichtig ist auch hier, dass ihr in die beiden doppelten Fadenenden wieder einen Knoten für den Anfang gemacht habt, denn nur so ist euer Faden gesichert, wenn ihr losnäht. Sonst gibt es da nichts weiter zu beachten. Am Ende dann wieder bitte 1-2 Mal auf der Stelle nähen und eure Nadel durch die Schlaufe ziehen und den Faden danach abschneiden. Super!
Guckt jetzt einmal, ob der Kragen genauso geworden ist, wie ihr es euch vorgestellt habt, also ob er sich auch schließen lässt. Steckt einmal die eine Seite in die Seite mit dem Nupsi, zieht ihn einmal zu und ja, wenn das klappt und er auch gut drin ist und fest ist, dann ist das Werk hier vom Kragen schon mal vollbracht. Und wir können weitermachen, indem wir hier einmal unsere beiden Schalteile nebeneinander legen mit den kurzen Seiten jeweils. Unsere rechten Maschen, also die ganzen Vs, liegen jetzt oben. Diese kurze Strecke möchten wir jetzt verbinden und nehmen uns dazu 1 Meter ungefähr von unserer Wolle, schneiden den ab und fädeln das Ende wieder in unsere Stopfnadel. Gut, dann legen wir hier einmal die Strecken schön aneinander, sodass auch die Ecken genau aneinander liegen und stechen dann einmal von unten nach oben, genau neben unserer letzten Maschenreihe, die wir dann ja abgenommen haben, ein. So, hier das Ende lassen wir auch wieder einfach hängen, vernähen wir später. Stechen dann hier auf der anderen Seite von oben nach unten ein, kommen so nach einer Masche wieder raus. Gehen dann wieder auf die rechte Seite von oben nach unten und kommen wieder oben raus, auch wieder nach einer Masche und machen das jetzt immer abwechselnd. Gehen also wieder nach links, auch hier neben der letzten Maschenreihe. Gehen da ungefähr eine Masche später wieder raus und gehen dann immer abwechselnd hier rechts rein, kommen da wieder raus, links rein, kommen da wieder raus und machen das einmal die ganze Strecke entlang. Zieht auch hier bitte nicht zu fest. Wir möchten nicht, dass sich das Ganze irgendwie zusammenzieht und so ein bisschen rafft, sondern es soll einfach glatt aneinander stoßen und gut befestigt sein. Ja, ich komme hier langsam am Ende an. Mache einmal noch genauso weiter. So, und wenn ich jetzt bis zum Ende beides zusammengenäht habe, dann kann ich meinen Faden hier einmal kürzen und lasse auch hier wieder so 10-15 cm hängen und schneide den Faden da ab. So sollte das Ganze also jetzt aussehen. Die beiden Lagen stoßen hier schön glatt aneinander. Sie sind immer noch ein bisschen dehnbar. Und von der anderen Seite kann man jetzt gut sehen, dass wir hier die beiden Kanten, also die beiden letzten Reihen, die wir dann abgenommen haben als Maschen, die sind da noch aufzufinden. Jetzt fügen wir hier nur noch unseren Kragen an und legen das einmal so vor uns hin, dass beide Schalenden, also nach rechts und links ausgebreitet sind. Wir den Kragen einmal dazu nehmen. Den machen wir dafür einmal auf. So. Und legen ihn uns jetzt einmal so an, dass unsere Mitte, die rechte Seite, also die Seite, wo unser Reißverschluss ist, jetzt oben. Die Mitte soll hier auch mittig über der Naht, die wir gerade gefertigt haben, liegen. Man sieht nach wie vor sind auch hier oben die rechten Maschen, also die Faust zu sehen. Genau so ist das richtig. Ihr könnt jetzt einmal den Kragen in der Mitte halbieren und gucken, wo die Mitte genau ist und die dann hier auf die Naht platzieren. Und genau hier diese beiden Strecken, also von Schal und Kragen, die möchten wir als nächstes verbinden. Ich richte das jetzt einmal so schön gerade vor mir aus, fange rechts an zu nähen, nehme mir da wieder einmal meine Stopfnadel dazu und meinen Wollknäuel, davon nehme ich wieder so einen guten Meter ab. Rolle mir hier den Rand auch einmal komplett aus, steche dann von unten nach oben ein, lasse noch so gut 10 cm hängen, steche dann hier in den Rand ein, nähe dann von unten nach oben hier durch meinen Schalteil, wandere dann hier wieder etwas weiter zur anderen Seite, genauso wie wir es zuvor gemacht haben, komme dann hier wieder raus, gehe auf die andere Seite, wandere da wieder etwas weiter, steche dann gegenüberliegend wieder in das Kragenteil ein, komme da wieder nach einer guten Masche raus und werde auch hier jetzt einmal komplett die ganze Strecke aneinander nähen, bis ich also auf der anderen Seite bei dem anderen Reißverschlussteil angekommen bin. Auch hier wieder bitte nicht zu doll ziehen, sondern einfach relativ locker, sodass ihr einfach gut durchkommt und es so ein ganz Tucken festzieht. Einfach weiter nähen. Nicht, dass sich hier auch wieder was zusammenrafft. Es soll schön glatt aneinander stoßen, wie hier bei mir. Ja, dann kommen wir hier auch beim Ende an. Ich sehe nochmal zu, dass ich auch das letzte Fitzel hier erwische. Und kann dann meine Nadel einfach etwas rausziehen hier, lasse den Faden erstmal hängen und den vernähen wir auch später.
Als nächstes können wir hier unsere ganzen Fäden einmal verweben. Dafür nehmen wir uns unsere Stopfnadel und möchten die immer hier zum Beispiel in die seitliche Kante einweben oder auch mittendrin ist das kein Problem. Ich werde jetzt einfach den Faden, der hier raushängt, einmal in die Nadel stecken und gehe dann hier beispielsweise an der Kante, wenn ich da einen Faden hängen habe, einfach mal so immer abwechselnd durch die verschiedenen Maschen, die ich da finde. Wichtig ist, dass ihr das nicht einfach in eine Richtung einmal durchschiebt, weil dann flutscht es natürlich später schnell raus, sondern einfach mal so ein bisschen hin und her, immer zum Beispiel drumherum um jede Maschenreihe wickelt, so wie ich das hier jetzt zum Beispiel im Rand mache, da geht es sehr einfach und da verschwindet der Faden dann sehr, sehr schnell. Wichtig ist, dass das auf der Seite passiert, wo wir die linken Maschen, also diese ganzen kleinen Wellen sehen, denn das ist die Seite, die wir später sozusagen am Körper tragen und wenn wir da noch ein bisschen was von den Fäden oder von dem Vernähten sehen, ist es nicht so schlimm. Blöder wäre es halt, wenn es außen ist, also da, wo die Faust zu sehen ist, auf der Seite möchten wir nichts verweben. Ja, wenn ihr dann so gut 10 cm einfach hier verwebt habt von dem Faden, könnt ihr mal schauen, wenn ihr euch recht sicher seid, dass der da nicht mehr rauskommt beim Tragen. Ich meine, da an dem Ende ist jetzt zum Beispiel auch kaum eine Belastung beim Tragen. Dann könnt ihr eure Nadel einfach entfernen, hier noch so ein bisschen ziehen, bis der Faden dann von selbst einfach in die Maschen geht und dann ist das Ganze verwebt. Man sieht es überhaupt nicht mehr. Genau das machen wir jetzt bei allen anderen Fäden auch. Ich zeige euch aber im nächsten Schritt auch, wie man das macht, wenn euer Faden jetzt zum Beispiel mittendrin zu Ende ist. So, ich würde jetzt also beispielsweise einen von diesen Fäden nehmen und ihn einmal nach hier legen und vernähen und euch auch da zeigen, dass es gar kein Problem ist. Dafür nehme ich mir wieder die Stopfnadel, stecke hier das Ende durch das Nadelöhr. So. Und fange jetzt hier an, durch meine Wellen auch immer von einer Seite zu nähen. Und zwar bei jeder Masche nacheinander, immer von rechts nach links, durch diese Welle. Sucht euch da einfach eine Reihe aus, die ihr dafür benutzt und dann ist es gar kein Problem. Ihr seht, es verschwindet schon fast unsichtbar. Ich gehe hier immer weiter durch jede Welle, immer von rechts nach links, bis mein Faden einmal komplett verwebt ist. Dann könnt ihr die Nadel auch einfach rausziehen. So, guckt noch einmal, dass ihr dann nicht zu fest gezogen habt und das Ganze auch schön glatt liegt. Und wenn dann noch so ein kleiner Fitze übersteht, dann schneidet den einfach kurz. Das ist jetzt zum Beispiel genug. Ich habe da gut 10 cm verwebt und fertig. Ja, bitte macht das jetzt bei all euren Fäden, egal ob die irgendwo mittendrin sind oder an der Seite. Den hier würde ich jetzt zum Beispiel einfach in die Seite legen und verwebt alles, was ihr da finden könnt, bei jedem Teil des Schalkragens. Hier sieht man nochmal, dass man auf der rechten Seite auch gar nichts davon sieht. Das ist ja die Seite, die wir später außen haben. Und achtet da bitte jetzt auch beim Verweben gut drauf. Immer auf der Seite, wo die Wellen zu sehen sind. Yay, dann kommt einer unserer Lieblingsmomente und zwar der Moment, wenn von einem Schal hier so ein richtiges DIY-Designer-Piece wird. Unser Stoffetikett legen wir hier, ihr seht es, unterhalb des Kragens auf den Schalteil mittig auf unsere Naht auf. Wichtig ist, dass ihr das Garn wieder doppelt genommen habt und einen Knoten in das Ende gemacht habt. Dann könnt ihr hier in die obere Ecke einmal von unten nach oben einstechen. Dann stecht ihr immer leicht neben dem Etikett in die Wolle. Geht einfach so ein paar Mal hin und her. Ihr macht ja quasi wie so einen kleinen Steg und vernäht am Ende, genauso wie wir es zuvor auch gemacht haben, als wir den Reißverschluss eingenäht haben. Wir nähen also einmal auf der Stelle, gehen mit unserer Nadel hier durch die Schlaufe und schneiden einmal den Faden ab. Ich zeige euch das noch einmal bei der nächsten Ecke. Ich habe also wieder einen Knoten im Garn, steche wieder von unten nach oben in mein Stoffetikett ein, gehe dann knapp daneben in die Wolle, aber nicht bis auf die andere Seite durch, komme wieder in das Loch, wo ich angefangen habe, von unten nach oben durch das Stoffetikett, ziehe mir einmal hier schon meine erste Seite von dem Steg einmal etwas fest, gehe wieder durch Wolle und von unten nach oben ins Stoffetikett und kann das Ganze dann einmal vernähen, indem ich hier auf der Stelle nähe, mit der Nadel wieder durch die Schlaufe gehe, das Ganze nochmal wiederhole und den Faden dann abschneide. Bitte macht das jetzt auch noch bei den 2 verbleibenden Ecken.
Tada! So wunderschön und richtig hochwertig sieht das Ganze jetzt aus. Und der allerletzte Schliff erfolgt mit unserem goldenen Logo-Plättchen. Das ist auch nochmal was ganz, ganz Schönes, weil es den Schal einfach nochmal auf so ein edleres Level hebt. Das lege ich oberhalb von dem Rippmuster an, so ungefähr 2 cm von der Kante entfernt und auch nochmal 2 cm oberhalb des Rippmusters. Nehme mir meine Nähnadel wieder dazu, habe einen Knoten im Ende, gehe von unten nach oben wie bei einem Knopf durch das eine Loch. Dann immer seitlich knapp daneben in die Wolle und wieder von unten nach oben durch das Loch. Mache das so 3-4 Mal, nähe dann hier einmal unten durch, bis ungefähr einen halben Zentimeter weiter unten nach oben komme ich dann wieder raus, denn wir können direkt in einem Rutsch auch die andere Seite festnähen, ohne es vorher zu vernähen. So, ich bin hier also direkt wieder durch das Loch gekommen. Nähe jetzt auch hier 3-4 Mal in die Wolle und von unten nach oben wieder durch das Goldlabel. So. Dann steche ich nur einmal daneben nach unten, also auf die Seite mit den linken Maschen. Das Ganze sieht jetzt schon mal so aus, richtig, richtig hübsch. Und da vernähe ich jetzt meinen Faden. Ich nähe einmal auf der Stelle, mache das nochmal, gehe dann mit meiner Nadel durch die Schlaufe, nähe noch einmal auf der Stelle, gehe wieder mit der Nadel durch die Schlaufe und schneide meinen Faden ab. Yeah! Ja, ihr seht, das verleiht dem Schal einfach nochmal so was ganz Besonderes. Es ist einfach richtig, richtig schön und edel. Glänzt einfach auch so wunderbar und passt natürlich auch farblich richtig schön zu den ausgewählten Wollen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig ist. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Ja, fertig. Ich habe unseren Stella Scarf jetzt schon mal umgemacht und bin einfach entzückt. Ich finde, er ist super schön geworden. Auch diese Dreifarbigkeit gefällt mir mega, mega gut. Und ich würde ihn entweder so hoch geschlossen tragen, habe ihn jetzt jeweils einmal rumgewickelt, oder ich würde ihn hier etwas aufmachen, dann hier auf den Schal ablegen und dann einfach so tragen. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und mich würde es mega interessieren, eure Resultate zu sehen. Teilt sie doch gerne unter dem Hashtag JulianaMatthäus_on_me. Und ja, dann freue ich mich auf unser nächstes gemeinsames Projekt, wieder im Stricken oder in einer anderen Handarbeitstechnik. Und bis dahin, fühlt euch gedrückt und bis bald.